Hallöchen, ihr Liebens! Heute gibt's mal wieder ein Geburtstagstörtchen für euch, das ich erst letzte Woche gebacken habe. War auch echt eine gelungene Überraschung, das Geburtstagskind hat sich richtig darüber gefreut und die Torte ist auch echt lecker gewesen. Gefüllt und eingestrichen habe ich sie nämlich mit einer Himbeerbuttercreme, dazu dann auch noch ein bisschen Kokosnussmilch für die Böden und innen habe ich dann auch noch mal ein bisschen Kokosnusskrokant drin versteckt. Himbeer und Kokos ist ja sowieso so eine richtig leckere Kombi. An sich ist die Torte auch ziemlich einfach gemacht, man muss vielleicht nur ein bisschen geduldig beim Einstreichen sein, damit die Kanten und die ganze Oberfläche wirklich schön gerade werden. Und dann würde ich sagen, bevor ich jetzt wieder zu viel erzähle, fangen wir einfach mal an und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Als erstes habe ich mir 2 Biskuitböden vorbereitet, also wirklich auch zweimal eine Biskuitmasse angeschlagen und zweimal ausgebacken, weil ich die Torte ja ein bisschen höher gestalten wollte. Und wenn man von vornherein schon zu viel Masse in die Tortenringe füllt, dann wird das auch nicht ganz so hoch, weil irgendwann das Maximum erreicht ist. Deswegen kann ich euch bei hohen Torten auch wirklich immer empfehlen, zweimal zu backen. Das Grundrezept zum Biskuit kennt ihr ja sicherlich schon auf meinem Kanal. Ich verlinke es euch einmal unter dem Video in der Infobox und auf meinem Blog werde ich euch dann das ganze Rezept mit den Mengen vom Biskuit bis zum letzten Glitzerstaub auflisten. Dann könnt ihr euch das später in Ruhe durchlesen und bei Bedarf auch gerne ausdrucken. Dann müsst ihr das Video nämlich nicht immer anhalten. Meinen Backring habe ich übrigens auf 22 cm eingestellt und nach dem Backen müssen die Böden dann einfach nur noch abkühlen, bevor ihr sie dann in jeweils 3 Böden schneiden könnt. Als nächstes bereiten wir dann schon einmal das Kokosnusskrokant vor, für das wir zunächst 50 Gramm Zucker langsam auf dem Herd karamellisieren müssen. Und jetzt auch wirklich ohne großartig umzurühren, einfach nur auf mittlerer Hitze schmelzen lassen und dann wieder vom Herd nehmen und dann können wir die gleiche Menge an Kokosnussraspeln einrühren. Jetzt solltet ihr auch relativ zügig arbeiten, damit die Kokosnussmasse nicht fest wird. Und zwar müssen wir die Masse auf ein Backpapier auskippen und ordentlich plätten. Am besten mit einem Rollstab oder vielleicht auch mit einem Glas, damit ihr wirklich eine richtig schön dünne Schicht rausbekommt. Sobald diese dann nämlich vollständig abkühlt, wird das Krokant auch so richtig schön knusprig und ihr könnt es ganz einfach in kleinere Stücke brechen. Dann kommen wir jetzt zur Buttercreme. Hier habe ich jetzt schon fleißig meine aufgewärmten Eiweiße aufgeschlagen. Da gibt es nämlich auch schon ein Grundrezeptvideo auf meinem Kanal, was ich euch in der Infobox verlinke. Und die Creme habe ich dann nur noch zusätzlich mit pinker Lebensmittelfarbe von Wilton eingefärbt. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen, aber ihr solltet auf keinen Fall flüssige Farben verwenden, weil sich das sonst nicht mit dem Fett verbinden würde. Also entweder Gelpasten oder eventuell auch Pulverfarben. Und außerdem habe ich die Buttercreme dann noch mit einer Himbeermarmelade ohne Stückchen aromatisiert. Dann bekommt das nämlich so ein schön dezentes Himbeeraroma. Dann habe ich mir jetzt auch noch flott eine Tränke für meine Böden vorbereitet. Dazu habe ich mir ein bisschen Kokosnusssirup von Monin mit etwas Wasser und Milch vermischt, damit das auch nicht ganz so süß wird. Und dann bekommt ihr auch nochmal so ein schön dezentes Kokosnussaroma und die Torte wird nicht ganz so schnell trocken. Sobald dann alles für die Torte vorbereitet ist, können wir endlich mit Füllen und Stapeln loslegen. Das klappt auch mit einem Drehteller wirklich immer am einfachsten. Ist echt eine Investition wert, falls ihr sowas noch nicht habt. Und auf dem Teller habe ich mir dann noch eine zurechtgeschnittene Tortenpappe gesetzt, mit ein bisschen Buttercreme festgeklebt und auch oben drauf habe ich noch mal ein bisschen Buttercreme gegeben, damit der unterste Tortenboden anhaften kann. Der erste Boden wird dann also mit der Kokosnusstränke abgepinselt und darauf verstreichen wir uns eine dünne Schicht Buttercreme. Gerade bei hohen Torten würde ich immer weniger Creme empfehlen, weil so ein Tortenstück an sich ja schon super mächtig ist. Und wenn ihr dann noch so 1 cm Creme mit draufpackt, dann schafft kein Mensch ein ganzes Tortenstück. Also lieber ein bisschen weniger und durch die getränkten Böden wird das dann auch nicht so trocken. So stapeln wir die Torte jetzt bis zum letzten Tortenboden oder zwischendurch könnt ihr dann was von dem Kokosnusskrokant verteilen. Da könnt ihr auch selbst entscheiden, ob ihr das in jede Cremeschicht mit einbringen möchtet oder vielleicht auch nur in 1 oder 2. Und ich hatte ja jetzt insgesamt 6 Böden zur Verfügung, von denen ich aber nur 5 Stück verarbeitet habe, weil ich das an sich nicht so gerne mag, wenn ich Torten verschenke und nicht vorher probieren kann. Ist immer so ein ungutes Gefühl, deswegen muss ich immer noch irgendwas haben, wo ich mir quasi so ein Mini-Stück vorbereiten kann, damit ich probieren kann und das nochmal absegnen kann. Okay, so können wir das verschenken.
Beim letzten Boden angekommen wird das Törtchen einmal komplett von außen mit der Creme bestrichen und diese Schicht sollte auch relativ dünn sein, damit wir alle Krümel an die Torte binden können. So wandert das Törtchen dann zuerst für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank und danach können wir dann alles noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Ich habe die Torte jetzt auch insgesamt 3-mal eingestrichen und zwischendurch dann immer wieder gekühlt, damit die untere Cremeschicht fest werden kann und nicht immer wieder abgezogen wird. Falls ihr jetzt also Tortenanfänger seid, macht euch da echt keinen Stress. Nehmt euch einfach ein bisschen mehr Zeit und dann könnt ihr das ganz entspannt mehrfach einstreichen. Zum Abziehen der Seiten habe ich übrigens wie immer mein Geodreieck verwendet. Das reicht auch wirklich vollkommen aus. Hauptsache wir kommen immer in einem geraden Winkel an unsere Torte, damit die Seiten nicht schief werden. Zwischendurch müsst ihr nur darauf achten, dass ihr eure Arbeitsmaterialien sauber haltet, also immer mal wieder mit einem Küchentuch abwischen, weil ihr euch sonst die Reste von der Palette oder vom Geodreieck einfach wieder an die Torte klatscht, ohne dass ihr da eine schön glatte Oberfläche bekommt. Letztendlich, sobald ihr da mit dem Ergebnis zufrieden seid, wandert die Torte nochmal für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Jetzt wird noch ein bisschen was für die Deko vorbereitet. Da habe ich mir einen hellen Fondant in der Farbe Ivory von Massaticino mit ein bisschen CMC-Pulver durchgeknetet und dann auf etwas Speisestärke dünn ausgerollt. Daraus habe ich mir dann mit solchen Schmetterlingsausstechern kleine und ein bisschen größere Schmetterlinge ausgestochen. Und weil in diesen Ausstechern auch nochmal eine Prägung ist, habe ich den Fondant nach dem Ausstechen nochmal vorsichtig mit den Fingern in den Ausstecher gedrückt. Und dann könnt ihr das an einer Ecke ganz vorsichtig wieder abziehen und dann habt ihr eben so einen schön geprägten Schmetterling. Die Schmetterlinge habe ich anschließend mit ein bisschen Goldpuder abgepinselt. Das passt natürlich gerade zu einer Geburtstagstorte super, dann sieht das nicht ganz so langweilig, sondern auch gleich irgendwie ein bisschen festlicher aus. Die Schmetterlinge könnt ihr dann entweder so gerade trocknen lassen oder ihr stellt sie irgendwie an eine Ecke, damit die Flügel gestreckt trocknen können. Und weil die Schmetterlinge jetzt auch für mindestens 12 Stunden trocknen sollten, habe ich meine Torte erst am nächsten Tag fertiggestellt. Angefangen habe ich mit ein bisschen Buttercreme-Deko. Die Buttercreme hatte ich über Nacht im Kühlschrank und da muss sie natürlich auch rechtzeitig wieder raus, damit sie auf Raumtemperatur kommt. Bei mir ist die Creme jetzt zum Beispiel noch nicht ganz so weich gewesen, weshalb die Tupfen, die ich an den Rand gesetzt habe, nicht ganz so schöne Spitzen bekommen haben. Aber da habe ich später einfach nochmal ein bisschen Glitzerpuder drüber gestreut und dann kann man das auch eigentlich damit richtig gut kaschieren. Mit einer kleineren Sterntülle habe ich dann unten noch eine Tortenbordüre an meine Torte gebracht und hier habe ich die Tupfen diesmal nicht gerade an die Torte gesetzt, sondern immer seitlich ein bisschen weggezogen. Hier kommt jetzt also wieder mein Glitzer zum Einsatz, was ich über die Tupfen gestreut habe und danach können wir die Schmetterlinge an die Torte setzen. Die haften auch von selbst ganz gut an eine Buttercreme, sofern ihr sie für einen kurzen Moment lang andrückt. Die Tortenoberfläche habe ich dann auch nochmal mit ein bisschen Glitzer abgepinselt, damit es noch ein bisschen festlicher aussieht. Und zuerst habe ich das auch noch relativ schlicht gehalten, dass man die Buttercreme darunter noch sehen konnte. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Das sah irgendwie total ungleichmäßig aus und deshalb habe ich das später alles nochmal deckend abgepinselt.
Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt, ob jetzt am Anfang mit dem weniger Glitzer oder doch lieber schön deckend. Damit ist unsere Geburtstagstorte auch endlich fertig und da freut sich auch garantiert jedes Geburtstagskind drüber. Ich hoffe auch sehr, dass euch mein Video dazu gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Und am kommenden Sonntag, so viel kann ich ja schon mal verraten, wird es eine kleine Verlosung für euch geben. Also vergesst nicht kostenlos meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr sie nicht verpasst. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Liebens. Tschüss!